Mallorca. Kann man eine Insel eigentlich kaputt lieben? Hätten Einheimische, wenn weniger Touristen kämen, wirklich mehr vom Leben? Mallorca erwartet in diesem Jahr so viele Gäste wie nie zuvor. Bienvenidos a Palma de Mallorca. Ich bin Sebastian Kisters und berichte für die ARD aus Spanien. Bin jetzt gerade aus Madrid hier gelandet in Palma, zusammen mit Fliegern aus Düsseldorf, Hamburg, Amsterdam. Aber hier ist auch ein Direktflug gelandet, gerade aus New York. Und ich glaube, das macht was mit der Insel. Verrückt. Als ich während der Corona-Krise hier war, wurden Urlauber gefeiert, die auf die Insel kamen. Und jetzt das. Euer Luxus ist unser Elend, heißt es auf Demos. Und wer ist schuld? Die erhobenen Zeigefinger deuten zunächst meist in Richtung Ballermann. Ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit Tourismus auf Mallorca und ich habe einen Verdacht. Das größte Problem der Insel sind gar nicht die Menschen, die hierher kommen, um zu feiern. Ohne dieses Seegras gäbe es die Insel nicht, wie wir sie kennen. Darum versucht Marcial, es zu schützen. Er ist einer von 15 Seegraswächtern der Inselbehörden. Er beobachtet, dass immer mehr Yachten rund um die Insel unterwegs sind. In geschützten Bereichen, da wo das Wasser dunkel ist, dürfen sie auf keinen Fall ankern. Sonst machen sie das Seegras kaputt. Nur hier im Sand ist Ankern erlaubt. Marcial, übrigens ein Kind der Insel mit deutscher Mutter, darum versteht er gut Deutsch, und sein Kollege haben eine verdächtige Yacht entdeckt. Glaubst du, der ankert richtig? Fahren wir doch mal hin. Was machst du jetzt? Ich gucke mir das jetzt genauer an. Wenn ich mir die Farbe des Wassers anschaue, ankern sie korrekt. Aber trotzdem, wir werden mit dem Kapitän reden. Dieser Trichter hat vorne eine Glasscheibe. Damit kann ich bis auf den Meeresboden gucken. Der Anker scheint korrekt, aber es geht auch um die Kette. So ein Ding ist ganz schön schwer. Liegt sie auf dem Boden und da ist Seegras, dann ist das wie eine Guillotine. Schon zuvor an Land hat mir Marcial erklärt, warum dieses Seegras so wichtig ist für seine Insel. Es ist elementar, weil dieses Seegras, Posidonia oceanica, entwickelt sich zu regelrechten Riffen vor der Küste. Und darin wird auch noch Kohlenstoff gespeichert. Und wenn dann Wellen auf die Küste rollen, reduzieren diese Seegrasriffe die Wucht der Wellen. So werden die Strände nicht abgetragen. Das heißt, es ist Küstenschutz für euch. Total. Im Herbst, wenn die Wellen kommen, die Stürme. Und zwar ein natürlicher Küstenschutz. Wenn das Seegras verloren geht, müssen wir Betonblöcke im Meer versenken, um die Wucht der Wellen zu brechen. Das ist viel teurer, als das Gras zu schützen. Aber da ist noch mehr. Hier wachsen viele Lebewesen auf. Fische. Kindergarten. Exacto. Im Seegras werden außerdem auch Muscheln klein gerieben, erklärt mir Marcial, zu Sandkörnern. Mallorcas legendär schöne Strände gäbe es nicht ohne Seegras. Zerstört diese Yacht hier Seegras? Werden wir gleich sehen. Mir ist da gerade noch was anderes aufgefallen. Häuser bis an den Rand des Möglichen. Überall Kräne, überall Häuser. Wie geht's dir damit? Der Tourismus hat sich hier ein bisschen planlos entwickelt. Eigentlich explosionsartig.
Explosionsartig. Erst der Tourismus und zuletzt auch die Immobilienpreise. Manche Häuser mit Meerblick kosten hier mehr als 6 Millionen Euro oder auch fast 20 Millionen. Das Immobilienangebot hat im Südwesten der Insel dennoch zuletzt um rund 40% abgenommen, weil die Nachfrage so groß ist. Ich frage mich, was bedeutet das für normale Mieter? Hier in diesem Wohnblock in Palma treffen wir Laura. Sie sucht gerade dringend eine neue Wohnung. Was es für sie nicht einfach macht, Laura ist alleinerziehend, ihre Tochter wohnt bei ihr. Hier haben sie sich wohlgefühlt, aber nun müssen sie raus. Hier ist das Zimmer meiner Tochter. Ist ein bisschen klein, viel passt nicht rein. Und hier ist mein Zimmer. Ist ein bisschen größer. Poquito. Und dann die Küche. Wir haben sogar einen kleinen Raum, um Wäsche aufzuhängen. Und da gibt es auch einen Trockner. Eine normale Wohnung für 2 bis 3 Personen. Ungefähr 2.000 Euro netto verdient Laura bei einer Versicherung im Monat. Und jetzt gibt es ein Problem. Kannst du es mir erklären? Vale, yo ahora mismo estoy pagando 850 euros. Ich zahle im Moment 850 Euro. Mein Mietvertrag lief über 5 Jahre. Das ist jetzt vorbei. Und die Vermieter wollen nun viel mehr. 1.300 Euro im Monat. A un precio mucho más, ¿no? A unos 1.300 euros. Ui. 1.300 Euro, das kann ich mir nicht leisten. 1.000 ist das Maximum. Das habe ich den Vermietern angeboten. Sie sind aber nicht einverstanden. Das ist ihnen nicht genug. Es ist ein Albtraum. 3 Wochen bleiben ihr, um in Palma eine Wohnung zu finden. 1.000 Euro kann ich mir maximal leisten. Gesucht ist eine Wohnung zur Dauermiete, 2 Zimmer. Nur ein Treffer. Eine Wohnung für 970 Euro im Monat. 60 Quadratmeter im Erdgeschoss. Laura wird sich schnell entscheiden müssen. Ihr droht die Räumung. Wir werden sie wieder treffen. Lauras Heimat wird derweil von Besuchern überrannt. Und schon am Flughafen werden Wohlhabende unter ihnen ermuntert, über eine eigene Immobilie auf der Insel nachzudenken. Wer kauft sich hier ein? Wer verdient daran? Und warum gibt es keinen Platz mehr auf Mallorca für Laura? Ob Laura noch eine Wohnung findet und wer der Mann ist, der geholfen hat, Teile der Insel zu verkaufen, ein Klick und wir gehen ihn jetzt zusammen besuchen.